Ist Microsoft jetzt nach der letzten kurzfristigen Korrektur bereits kaufenswert und gerade für langfristig orientierte Anleger interessant? Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir schauen uns heute zusammen die Microsoft-Aktie an. Hier sehen wir den CEO Satya Nadella und wir haben am 30. Juli 2024 die nächsten Quartalszahlen, also in 2 Tagen. Es müsste dann am Dienstag sein. Und wir schauen heute so ein bisschen als Quick Peek oder Pre-Peek zu den Quartalszahlen auf die Aktie, wo die Aktie im Moment steht oder ob man da vielleicht jetzt schon sogar einsteigen könnte. Und dazu schauen wir uns jetzt als erstes mal hier die Fundamentaldaten an im Aktienfinder. Und ja, klar, ich denke, jeder kennt hier ähm, Microsoft und was man eben macht. Also das ist völlig klar. Natürlich Windows, Xbox, also auch Hardware tätig, Office 365. Also man ist hier sehr, sehr breit aufgestellt. Man hat ja auch Activision Blizzard übernommen und ist deswegen auch sehr, sehr stark im Gaming-Sektor mittlerweile aktiv. Ja, wir sehen beim Dividendenertrag hier einen Score von 3 von 10 Punkten. Ja, also gibt es halt einen Punktabzug, weil die Dividendenrendite doch relativ niedrig ist. Dividendenwachstum relativ gut mit 7 von 10 und Gewinnwachstum auch sehr schön. Wenn wir in den Gewinncheck, den Qualitätscheck reinschauen, dann sehen wir, dass wir wirklich eine niedrige Payout-Ratio haben von im Moment 25%. Die hat aber auch mal höher gelegen. Also hier vor allem 2015, 2016, da war die mal deutlich höher, aber das sieht mir eher nach einem Einmaleffekt aus. Also hier, ja, in den letzten Jahren immer so maximal 40% Payout Ratio, also sieht auf jeden Fall schön aus. Wenn wir den freien Cashflow bzw. den operativen Cashflow anschauen, sehen wir, dass der auch in den nächsten Jahren noch sehr, sehr schön gesteigert werden soll. Genauso beim Gewinn. Wenn man die Margen anschaut, also operative Marge, Nettomarge, dann konnte die ebenfalls seit 2015 wirklich stark gesteigert werden und ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und man geht auch davon aus, dass die sich generell in diesem Rahmen oder auf dem Niveau halten soll. Also sollte hier 2026 bzw. 2025 einen kleinen Knick geben und sich dann aber Richtung 26, 27 wieder erholen. Ja, wenn wir uns hier mal die Schuldenquote gesamt anschauen, dann sehen wir haben eine gesamte Schuldenquote von 47%, also auch noch in Ordnung. Wir haben noch ein bisschen Goodwill natürlich hier oben mit in der Bilanz drinnen, vor allem wegen der Übernahme von Activision Blizzard. Aber grundsätzlich alles in Ordnung und wir sehen auch hier wunderschön, dass durch Aktienrückkäufe die ausstehende Aktienanzahl reduziert wird. Das ist natürlich wirklich schön, weil wir haben dadurch natürlich auch organisches Gewinnwachstum und hier zum Beispiel im Jahr 2023 dadurch 0,09 US-Dollar Gewinnwachstum erreichen können. Genau, also wir haben auch eine sehr, sehr starke Performance natürlich bei der Aktie und sehen auch schon, dass wir uns hier seit der Inflationskorrektur wirklich bereits dynamisch nach oben entwickelt haben. Haben wir irgendwo ein Allzeithoch bei 450 US-Dollar geschrieben und jetzt sind wir eben schon bei 425, also schon durchaus etwas runterkorrigiert. Wenn wir uns jetzt hier mal den Fair Value anschauen, dann sehen wir aber, dass wir nach diesem Bewertungsmodell dann doch relativ deutlich über dem fairen Wert liegen, also zumindest aufgrund des bereinigten Gewinns. Aber man muss auch ganz klar sagen, also die Aktie hat grundsätzlich auf jeden Fall einen Bewertungs-Plus verdient und wir sehen auch selbst in der Inflationskorrektur war das Unternehmen noch überbewertet. Deswegen ist das nicht allzu aussagekräftig, aber zumindest jetzt laut diesen Prognosen definitiv aktuell überbewertet. Schauen wir mal auf die Multiples und hier sehen wir das Gleiche. Also das Unternehmen scheint von den Kennzahlen her doch überbewertet zu sein, zumindest im Vergleich der letzten 10 Jahre hier. Im Schnitt der letzten 5 Jahre sehen wir, dass es eigentlich nur noch wirklich eine leichte Überbewertung ist. Es geht sogar noch, also wir haben jetzt ein KGV von 32 und der letzten 5 Jahre war es im Schnitt 29,5. Also ist eigentlich noch im Rahmen. Ja, hier sieht man nochmal schön unseren Sankey mit den einzelnen Business-Segmenten, mit Intelligent Cloud und so weiter. Da sieht man auch sehr, sehr schön, was man eigentlich macht. Wir können auch hier nochmal die Regionenanalyse anmachen, also sehen, dass United States hier der wichtigste Markt natürlich ist und wir haben auch eine deutlich höhere Marge mit 49,6% und in den anderen Ländern haben wir hier 34,6%. Ja, wenn wir zur Dividendenhistorie kommen, sagen wir, machen wir hier so 2 Jahres- oder 5 Jahres Korridor an.
Und da sehen wir, dass wir schon wirklich deutlich hier am unteren Rahmen liegen, lagen mal kurzzeitig drinnen in der Inflationskorrektur, aber auch davor lagen wir deutlich unter diesem Korridor. Also ja, die Dividendenrendite ist natürlich wenig, aber man kann die ja natürlich immer weiter steigern. Also das Unternehmen steigert ja auch die Dividende weiter und deswegen eignet sich die Aktie eigentlich für mich trotzdem wirklich sehr, sehr gut für so ein Dividendenwachstumsstrategieportfolio und passt da wirklich gut rein. Und deswegen Disclaimer an der Stelle, bin ich auch selber in Microsoft investiert und habe die Aktie in meinem Depot und deswegen natürlich hier keine Anlageberatung. Wir schauen uns jetzt hier nochmal den langfristigen Chart von Microsoft an, um bewerten zu können, ob das jetzt schon ein guter Einstieg wäre. Also grundsätzlich haben wir ja wirklich eine sehr, sehr starke Rallye vor Corona gehabt, dann Corona diesen kleinen Dip rein, dann bis 2021 eine extreme Kurssteigerung und dann kam eben diese Inflationskorrektur hier bis Oktober 2022 und seitdem bewegen wir uns aber wieder wirklich sehr, sehr schön nach oben und konnten hier zurück in diesen Trendkanal gelangen, auch wenn wir hier kurzzeitig eigentlich nach unten ausgebrochen sind. Ja, aber jetzt gucken wir uns das mal auf Wochenbasis an und hier habe ich jetzt mal ein monatsbasiertes Fibonacci Retracement angelegt, also von hier unten nach ganz oben. Und wir haben das Volumen eingeblendet und sehen schon, dass wir grundsätzlich hier so auf Höhe des letzten All-Time-Highs von 2021, 2022 ein Volumencluster hier haben. Also grundsätzlich wäre das besonders schön, wenn die Aktie mal hier runter käme. Da hätten wir aber noch sehr, sehr viel Luft. Also da müsste die Aktie nochmal 20% korrigieren. Also da müsste dann der Aktienmarkt, der breite Markt natürlich mit deutlich runterkommen, damit die Aktie hier mal 19% runterkommt. Also erhalte ich jetzt im Moment noch für eher unwahrscheinlich, wäre aber sehr, sehr schön und würde jetzt eigentlich auch in die Trenddynamik grundsätzlich reinpassen. Wobei man aber auch sagen muss, dass sich Microsoft eben langfristig solche großen Korrekturen, wie wir es hier hatten, nicht oft leistet. Also es ist eher typisch, dass die Aktie wirklich durchzieht und mal so kleine Korrekturen macht wie hier oder hier oben, aber so wirklich diese ganz langen Dinger wie hier, das ist schon eher selten. Und da müsste man sich dann auch Gedanken machen, ob das nicht vielleicht sogar den langfristigen Trend schwächt, wenn die Aktie jetzt hier runter korrigieren würde. Aber wäre vielleicht noch im Rahmen, wenn wir nur hier oben auf 345 US-Dollar drauf laufen. Also auf jeden Fall diese Zone 1 in grün, für mich langfristig orientiert, sehr, sehr spannend. Jetzt noch etwas kurzfristiger und zwar auf Tagesbasis. Da haben wir jetzt grundsätzlich mal diesen Tageschart mit dem Tagestrend eingezeichnet und sehen, dass wir hier schon ein Stück korrigiert haben. Es wird jetzt wahrscheinlich noch nicht allzu viel sein. Und schauen mal, wie viel Prozent wir da schon im Tief runter korrigiert sind. Ja, doch, also über 10% Korrektur hier schon bei Microsoft und sehen auch, dass wir hier einen schönen Impuls hatten und laufen jetzt eben auf diese Links, auf diese Unterstützungszone zurück. Und auch hier haben wir ein kleines Volumencluster liegen, wo sich natürlich nochmal eine Trendumkehr ja, anbahnen könnte. Der früheste Einstieg hier für mich über 427 US-Dollar. Also grundsätzlich haben wir hier kurzfristig auf Stundenbasis, hier sieht man es ganz schön, schon einen Boden gebildet, also hier so eine Art Doppelboden. Hätte man natürlich schon reingekonnt, aber es ist wirklich nur ein absolut sehr, sehr kurzfristiges Einstiegssignal und die kleine Korrektur hier oben ist jetzt nicht die historische Chance, die sich viele bei Microsoft erhoffen. Also da muss natürlich dann schon noch deutlich mehr passieren, dass das Unternehmen langfristig richtig, richtig interessant wird. Aber man sollte sich eben auch nicht blenden lassen davon, weil es kann auch einfach sein, dass die Aktie nochmal eine richtige Rallye hinlegt, wie hier unten, und man dann halt einfach gar nicht richtig reinkommt, weil die Aktie nie stark korrigiert und dann hängt man halt eben 10 Jahre in der Luft und dann kommt mal die Korrektur und dann werden aber nur 2 Jahre nach unten korrigiert und die anderen 8 Jahre hat man halt an Kursrendite dann liegen lassen. Also insgesamt ist es jetzt schon spannend. Man könnte da vielleicht mal ein oder zwei Aktien nachkaufen, wenn man eh schon eine Position hat, aber langfristig orientierte Anleger sollten da vielleicht noch eine deutlich größere ähm, Korrektur abwarten, aber das kommt eben auch auf die eigene Strategie an. Jetzt schauen wir mal hier auf die finanziellen Daten. Ja, klar, wir haben hier Marktkapitalisierung von 3,16 Trillionen US-Dollar, also sehr, sehr hoch. Wir haben Dividendenyield von 0,71%, also eigentlich ganz nett für den Start. Ja, CEO Satya Nadella
Gegründet wurde das Unternehmen 1975. Wenn wir uns hier die historischen KGVs anschauen, sehen wir, dass wir im Jahr 2023 relativ hohes KGV haben von 35,16 und da sind wir im Moment jetzt auch drüber und zwar mit einem 36,25er KGV und historisch liegt es eigentlich ungefähr im Rahmen. Also wir hatten aber auch schon mal deutlich niedriger P/E-Ratio mit hier 27. Also es ist ungefähr im Rahmen, aber ich würde schon dazu tendieren, dass es noch eher leicht überbewertet ist, wie wir das auch im Aktienfinder vorhin gesehen haben. Hier sehen wir mal die Growth und Profitability. Hier sehen wir, dass der Umsatz wirklich wunderschön gesteigert werden konnte, also wie Top-Unternehmen. Auch das Net Income ist sehr, sehr schön mit angewachsen. Klar, wir haben jetzt hier zuletzt so einen kleinen Dip in der Netmargen gesehen um 2%, aber ich denke auch, dass es damit einhergeht, dass eben hier eine Corona-Normalisierung stattgefunden hat und wir uns jetzt hier eben stabilisieren. Aber die Netmargen generell, also 34% ist wahnsinnig gut. Es ist ein wirklich sehr, sehr hochqualitatives Unternehmen. Ich denke, das ist auch jedem klar. Also, das ist hier Magnificent Seven Konzern. Also, es ist ein wirkliches Top-Ding. Ja, hier 41% macht man mit seiner Intelligent Cloud, was die Umsätze angeht, 32% mit Productivity und Business Processes. Da wird dann sowas wie Office 365 drin sein. Und der Rest sind 25% mit More Personal Computing. Ja, hier sieht man mal die Dividendenausschüttung im Moment sind bei 25%. Auch hier wunderschöne Dividendensteigerung. Zwischenzeitlich gab es eben hier 2019 mal auch 1,4% Dividende, also doppelt so viel wie jetzt. Das wäre natürlich schön, aber im Moment eben nur 0,7%. Hier sehen wir die Verschuldung zum Free Cashflow. Das ist eigentlich auch völlig in Ordnung. Also mit einem Jahr Free Cashflow und ein bisschen Cash könnte man die kompletten Schulden tilgen. Also die Bilanz, also was die Schulden angeht, sieht sehr, sehr gut aus und wir sind ja hier bei Debt to Free Cashflow. Bei Net Debt zu EBITDA wird es wahrscheinlich nochmal besser aussehen. Also das ist auf jeden Fall schön. Hier sieht man mal das Umsatzwachstum aufgeschlüsselt. Ja, also 6%, 7% im Jahr 2023 draufgelegt, aber davor immer deutlich zweistelliges Wachstum. Also wunderschön. Hier 2022 zum Beispiel 18% Umsatzwachstum. Gross Profit ist immer noch stärker gewachsen, beziehungsweise das Operating Income. Net Income sehen wir 2023 einen leichten Rückgang, aber auch in den Jahren davor wirklich sehr, sehr dynamisches Wachstum. Und auch das EBITDA und das EBIT konnte hier wirklich sehr, sehr schön gesteigert werden. Also da sieht alles gut aus. Klar, da gehen natürlich auch die Total Assets mit hoch. Ja. Jetzt schauen wir hier noch auf den Free Cashflow und den Cash from Operating Activities. Und hier sehen wir, dass wir im Jahr 2023 tatsächlich einen kleinen Rückschritt hatten im Free Cashflow und zwar um 8,7%. Aber langfristig gesehen konnte das Unternehmen auch hier wirklich brutal seinen Cashflow steigern, vor allem 2021, 2022 hier mit 24 und 16% Wachstum. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und das Unternehmen hat einfach eine wirklich sehr, sehr gute Marktposition. Ja, hier sieht man nochmal historisch die ganz genau Price-to-Cashflow-Ratio. Da haben wir im Moment hier eine 29,5. Die war auch in der Vergangenheit meistens niedriger. Also das würde jetzt hier auch nochmal auf eine Überbewertung hindeuten. Jetzt schauen wir uns noch die ganze Aktienanzahl an, die ausstehend ist. Wir hatten hier 7,71 Milliarden im 2017 und jetzt haben wir noch 7,43 Milliarden. Also wir sehen, hier wurden die Aktienanzahl über die lange Zeit doch reduziert, auch wenn zwar langsam, aber es wurden auf jeden Fall Aktien zurückgekauft. Das ist natürlich auch sehr, sehr schön zu sehen, gerade für uns als Aktionäre, wenn man hier uns immer mehr beteiligt und wir davon mehr bekommen vom Unternehmen. Also auch die Netmarge, die ist grundsätzlich langfristig definitiv nach oben gegangen. Auch die EBITDA-Marge konnte relativ schön gesteigert werden. Das gefällt mir jetzt auch gut. Ist jetzt zwar kein sehr, sehr schöner Trend wie zum Beispiel bei MSCI oder ähnlichen, aber man sieht auf jeden Fall mit so einem kleinen zyklischen Rückschritten geht es auf jeden Fall nach oben. Ja, hier Dividende nochmal eingeblendet mit der Payout Ratio. Also da hatten wir nur 2018 mal eine relativ hohe mit 80%, aber das wird sicher auch mit Einmaleffekten zu tun gehabt haben. Also da sieht auch alles in Ordnung aus. Jetzt schauen wir noch auf den Ausblick und hier sehen wir schon, ja, Earnings per Share Wachstum soll wirklich sehr, sehr stark noch sein in den nächsten Jahren. Also auf jeden Fall hier noch zweitstellig, sogar über zweistelliges Earnings per Share Wachstum in den nächsten Jahren. Beim Umsatz an sich
auch hier haben wir ein sehr, sehr schönes Wachstum. Hier soll es auch über zweistellig wachsen. Also grundsätzlich gehen hier die Analysten von einem wirklich weiteren dynamischen Wachstum aus. Und das kann ich eigentlich nur unterschreiben. Also für mich ist das Unternehmen wirklich eigentlich eins der besten Unternehmen, die es überhaupt gibt. Würde ich auch also das halte ich für deutlich besser wie zum Beispiel Nvidia. Also man hat halt langfristig eine viel besseren Marktposition und hat sich hier auch schon über Jahre hinweg behauptet. Deswegen eigentlich für mich, wenn man ein Einzelaktiendepot führt, ja, einer der Must-Haves mehr oder weniger. Also da sollte man schon wirklich überlegen, ob man das Unternehmen nicht in sein Depot mit reinnimmt. Außer man fährt eben eine ganz spezielle ja, Strategie, wo man sowas kategorisch dann ausschließt und man ja vielleicht auch solche Korrekturen dann nicht mitnehmen möchte. Aber für mich auf jeden Fall langfristig sehr, sehr spannend. Und ja, jetzt muss man natürlich hier abwägen, ob jetzt diese kleine Korrektur schon ausreichend ist. Ähm, Wenn natürlich hier oben nochmal ein schönes Kaufsignal ausgelöst wird, könnte man da ein bisschen was reinlegen. Aber grundsätzlich ist es jetzt noch keine historische Kaufchance. Und wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da. Dann bringe ich auch in Zukunft weiter Videos zu interessanten Aktien. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.